Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Gerät von Clevo und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet. Aber als allererstes stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite. Und ja, mit dieser Modellnummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Dafür muss man nur den Frontrahmen lösen. Bei der Tastatur ist es so, die kann man auch ziemlich einfach direkt tauschen, auch ohne das Gerät aufmachen zu müssen. Dafür muss man nur auf der Rückseite diese beiden Schrauben hier rausnehmen. Und dann kann man die Tastatur von der Seite aus einfach nach oben hebeln. Da kann man sich auch eine kleine Hilfe nehmen. Und dann von hier wird das tatsächlich einfach nur nach oben hin weggehebelt. So sieht das dann aus. Und genau, wir sehen hier übrigens auch die CMOS-Batterie. Die ist hier nur, die kann man also hier auch einfach nach oben hin weghebeln. Und beim Tastaturtausch, da ist einfach nur, da muss man halt drauf schauen, diese beiden Kabelverbindungen hier, das sind Kippstecker. Die kann man also nicht einfach das Kabel rausziehen, da muss man den erst nach oben klappen, genau so. Und dann gibt der das Kabel frei. Und dann einfach auch beim Wiederverbinden schauen, dass der Stecker natürlich auf ist und dass dann das Kabel auch wieder richtig drin steckt. Das sieht man im Normalfall ganz gut an der weißen Linie hier. Stecker zu und dann, ja, super einfach. Beim Wiederverbinden auf jeden Fall erst, hier unten gibt es so kleine Ausbuchtungen, die auf jeden Fall erst wieder hier unten reinschieben, schauen, dass da auch alle unten drunter sitzen. Und dann kann man das Gerät, dann kann man die Tastatur hier einfach wieder einrasten. Da einfach schauen, genau wie hier, dass da alles richtig drin sitzt. Ja, und dann wird das auf der Rückseite einfach die beiden Schrauben wieder rein. Und das geht also echt super einfach. Das Touchpad kommt hier übrigens zusammen mit dem Topcase, falls man das mal tauschen müsste. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man alle Schrauben rausnehmen. Und das sind eine ganze Menge. Auch die zwei von der Tastatur, die müssen auch immer raus. Auch die hier auf der Vorderseite. Das muss alles raus. Die beiden Schrauben hier vom Akku noch mit raus. Das Gute ist aber, die sind alle gleich lang. Das heißt, man muss da nichts sich merken, wo was hinkommt. Und das sind auch ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, ja, ich benutze hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Da ist alles drin, was man so braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen habe ich mir jetzt da schon mal zurechtgelegt. Und ja, für die Kreuzschrauben hier kann man da einfach ein PH0 als Aufsatz nehmen. Ich habe das jetzt hier schon aufgeschraubt. Und genau, wenn man alle Schrauben raus hat, also auch wenn man nur den Akku tauschen will zum Beispiel, muss man nur diese beiden Schrauben hier lösen, weil der Akku von außen zugänglich ist. Und sobald die draußen sind, kann man den Akku hier einfach nach oben hin wegnehmen. Und auf der einen Seite natürlich tauschen, auf der anderen Seite aber auch natürlich sicherstellen, dass das Gerät jetzt keinen Strom mehr hat. Da hat man also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn man dann die Unterseite vom Gerät trennen will, ja, da läuft hier die Verbindungslinie entlang.
auch an der Seite. In dem Fall läuft sie dann hier vorne entlang. Und dafür benutze ich einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und dann versuche ich im Grunde genommen einfach eine Lücke zu schaffen zwischen Gerät und Unterseite. Und ja, an der Stelle jetzt hier löst sich das schon ganz gut. Genau, und da kann man sehen, dass die Verbindung also von hier einmal hier oben lang läuft. Also nicht hier, wo man es vielleicht denkt. Und ja, dann versucht man im Grunde genommen mit Hebeln sich hier langsam um das Gerät herumzuarbeiten. Und ja, falls das mal ein bisschen schwerer geht, kann man da auf jeden Fall auch an einer anderen Stelle ansetzen. Also man könnte da jetzt auch hier an der Seite das versuchen. Und da auf jeden Fall einfach nicht mit Gewalt, sondern mit Geduld sich hier um das Gerät herum arbeiten. Und in den meisten Fällen ist es so, dass, ja, je nachdem, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde oder nicht, geht das leichter oder schwerer. Dann kann man meistens hier schon mit so ein bisschen Rütteln und Wackeln das Ganze aufmachen. Falls das nicht so gut geht, dann macht man eben einfach auch auf der Vorderseite weiter, ja, bis man letztendlich die Unterseite in der Hand hat und sie einfach abnehmen kann. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, dadurch, dass wir den Akku ja jetzt schon rausgenommen haben, ist das Gerät auf jeden Fall eben auch stromlos. Und was wir jetzt hier noch sehen können, ist zum Beispiel die SSD, die hier ist. Hier wäre übrigens noch Platz für eine zweite SSD. Dann sehen wir hier die 2,5 Zoll. Falls da keine verbaut ist, kann man die aber super einfach nachrüsten. Da braucht man auch kein Adapterkabel, weil die wird direkt hier auf die Platine aufgesteckt. Dann sehen wir hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Hier sind die beiden RAM-Slots. Und dann sehen wir hier noch den Lüfter und den Heatsink. Um den RAM zu tauschen, muss man hier, das ist eigentlich bei allen Geräten super einfach, nichts weiter tun, als die beiden silbernen Klammern hier so ein bisschen nach außen zu ziehen. Dann springt er einem förmlich entgegen. Dann kann man den einfach aus dem Slot ziehen und so eben auch tauschen oder nachrüsten. Beim Einbau ist es so, der geht nur von einer Richtung, also so würde der gar nicht zurück in den Slot gehen. Das ist also super gemacht. Da einfach bis ganz zum Anschlag rein und nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Ja, und genauso einfach ist auch die SSD oder die SSDs. Die werden nämlich jeweils immer nur von einer Schraube hier gehalten. Das heißt, sobald man die raus hat, kann man die SSD genau wie den RAM hier einfach aus dem Slot ziehen. Und auch die geht nur in eine Richtung rein. Ja, die kommt dann also einfach zurück in den Slot, wird so ein bisschen nach unten gedreht und wieder verschraubt. Also ein absolutes Kinderspiel. Bei den Lüftern ist es hier allerdings so, die kann man nicht einzeln tauschen, die gibt es nur zusammen mit dem Heatsink. Das heißt, man muss hier alles losschrauben und ja, dann eben komplett tauschen. Und da ist es auch so, das ist halt jetzt hier andersrum, aber die Schrauben sind auch, man sieht das echt je nach Licht so gut wie gar nicht. Aber alle Schrauben, die man lösen muss, sind hier im Grunde genommen nummeriert. Das sind eben die drei, diese drei. Und auch der Lüfter hat jeweils 3 Schrauben. Hier, hier und hier. Und das ist eben durchnummeriert bis 12. Da weiß man ganz genau, was man alles losschrauben muss. Und dann kann man den Heatsink samt Lüftern aus dem Gerät nehmen. Die Lüfterkabel hier natürlich nicht vergessen. Das ist der eine, geht nach oben hinweg. Hier ist der andere, auch der geht einfach nach oben weg. Und dann muss man eigentlich nur vermutlich neue Kühlpaste sich besorgen und kann dann so das neue Modell, den neuen Lüfter wieder einbauen. Ja, und da das im Grunde genommen auch schon alles ist, was man hier am Gerät machen kann und der Akku von außen ist, verbinden wir jetzt direkt die Unterseite wieder. Und die legen wir einfach jetzt von oben auf das Gerät und drücken die nach unten hin fest. Auch in der Mitte. Und da gucke ich auch immer am Ende noch, ob hier wirklich alles zu ist.
Einmal um das Gerät herumgehen, schauen, dass da nirgendwo mehr Lücken zu sehen sind oder Öffnungen. Und ja, dann kann man alles wieder verschrauben. Den Akku legt man jetzt einfach von hier wieder rein und drückt den nach unten hinzu. Auch der wird wieder verschraubt und ja, ratzfatz ist hier alles erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.